Unsere Reise begann mit einem ca. 11-stündigen Flug. Los Angeles ist eine moderne Stadt mit vielen Hochhäusern. Das Gebäude mit dem Pyramidendach ist übrigens die Zentralbibliothek und stammt von 1925. Ägypten war da gerade in Mode. Wir schauten aber nicht hinein und wanderten weiter zur Walt Disney Concert Hall. Walt Disneys Ehefrau spendete $50 Millionen als Startkapital für den Bau des Architekten Frank O'Gehry. Die Fassade besteht aus Edelstahl. Sparen und so weiter, hat man das nicht richtig isoliert. Und die Lärm von dem Regen auf dem Metalldach könnte man drinnen hören. Also die Akustik war völlig zerstört. Da haben wir es alles wieder aufmachen müssen und so weiter. Ja, so ist das, wenn man außergewöhnliche Materialien verwendet. Los Angeles und amerikanische Hochhäuser. Das ist nur die halbe Wahrheit. Denn 1781 wurde hier eine kleine Siedlung von den Spaniern gegründet. In der Olvera Street sieht man die Reste davon. Der Gründungsname der Stadt lautete El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Río del Porciúncula. Die Stadt unserer lieben Frau, Königin der Engel des Flusses Porciúncula. Kein Wunder, dass man schnell zu Los Angeles oder gar LA abkürzte. Das alte Stadtzentrum machte zumindest einen gemütlichen Eindruck. Hier steht auch das älteste Haus der Stadt von 1818. Es wurde aus luftgetrockneten Lehmziegeln, also Adobe, gebaut. Hollywood, der große Aufschwung der Stadt, kam tatsächlich mit der Filmindustrie. Auf dem Walk of Fame gibt es inzwischen über 2800 Sterne für die berühmtesten aus dem Showbusiness. Damit ist es wohl der einzige Gehweg, der so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auch das Chinese Theatre hat sich etwas einfallen lassen. Im Zement wurden Hand- und Fußabdrücke von Künstlern verewigt. Die ersten Oscars verlieh man 1929 im Roosevelt Hotel. Ein Erinnerungsfoto mit der Trophäe musste natürlich sein. Heute wird der begehrte Filmpreis im Dolby Theatre überreicht und sorgt jährlich für viel Medienrummel. Ein weiteres historisches Filmtheater aus den 20ern ist El Capitan, welches inzwischen zur Walt Disney Company gehört. Mit Hollywood-Souvenirs kann man sich ausgiebig in La La Land versorgen. Wer es nach oben geschafft hat, wohnt in Beverly Hills. Schon das Rathaus und dessen Umgebung erstrahlten schick und sauber. Allerdings begnügt man sich hier lieber mit einem Schaufensterbummel, denn alles, was in den Geschäften angeboten wird, könnte man sich eh nicht leisten. Los Angeles erstreckt sich bis zum Pazifischen Ozean. Der breite Sandstrand von Santa Monica ist beliebt bei Touristen und Einheimischen. Auf der Seebrücke war einiges los.
Auch sportliche Aktivitäten konnten wir beobachten. Am Muscle Beach soll einst sogar Arnold Schwarzenegger trainiert haben. Heute stählten sich dort andere. Doch die meisten nutzen den Strand einfach zur Erholung. Wir fuhren ins Landesinnere. Perfekt gestapelte Felsen erwarteten uns im Joshua Tree Nationalpark. Skurrile Gewächse trotzten hier der sengenden Hitze und sahen dabei aus, als würden sie gleich anfangen, uns alte Western-Weisheiten zuzuflüstern. John Charles Frémont erkundete 1844 in einer Expedition das Gebiet und kam hier vorbei. Ihm fielen die Yucca-Bäume auf und er schrieb: Ihre steife und unansehnliche Form, die mit der Vorstellung von unfruchtbarem Sand verbunden ist, macht sie für den Reisenden zum abstoßendsten Baum des Pflanzenreichs. Der Arzt und Biologe George Engelmann beschrieb die Pflanze als Yucca breviola 1871 erstmals in einem wissenschaftlichen Werk. Die Mormonen erinnerte der Wuchs an die erhobenen Arme der Bibelfigur Joshua. Unter diesem Namen sind Palme und Park bekannt geworden. Ob heilig, schön oder hässlich, das liegt im Auge des Betrachters. Zum Fotografieren bietet der Nationalpark aber durchaus interessante Motive. Und in einer Sache waren wir uns einig: Streifenhörnchen sind einfach niedlich. Auf zum kühlen Bus. Im südlichsten Zipfel Nevadas liegt Loveland, direkt am Colorado River. Don Loveland hatte die Stadt in den 1960er Jahren gegründet. Da in Nevada das Glücksspiel erlaubt ist, gibt es hier viele große Hotels und Spielcasinos. Das Wahrzeichen ist das Hotel Colorado Bell in Form eines Raddampfers. Wir fuhren jedoch nicht mit dem Wassertaxi, sondern mit unserem Bus weiter, und zwar auf der Route 66. In einem kleinen Restaurant bei Kingman gab es dann das beste Frühstück der Reise. Die Route 66 wäre beinahe aufgegeben worden. Wir müssen das behalten, das ist Teil von der Geschichte von Arizona. Und der Staat Arizona war dann auch der erste Staat, der angefangen hat, für was übrig ist von der Route 66 zu sorgen. Der Anstoß zur Rettung der berühmten Straße kam aus dem kleinen Ort Seligman. Der Barbier Angel Delgadillo gründete die Initiative. Heute ist Seligman das Mekka für Route 66-Fans. Klar, für gute Laune wurde auch gesorgt. Bevor wir direkt zur berühmtesten Schlucht der Welt fuhren, erwartete uns noch ein besonderes Highlight. Gleich startet der Flug über den Grand Canyon. Ich bin schon so aufgeregt. Für ein Kleinflugzeug bot es innen viel Platz.
Plötzlich öffnete sich in dem Waldplateau ein riesiges Loch, gefüllt mit Skulpturen aus Stein, in verschiedensten Grau- und Rottönen gefärbt. Aus luftiger Höhe konnte man sogar den Fluss Colorado gut sehen, der sich über Jahrmillionen durch das Gestein gegraben hat. Der größte Canyon der Welt zählt nicht umsonst zum UNESCO-Welterbe der Natur. Die vielfarbigen Gesteinsschichten zeigen die verschiedenen geologischen Zeiten. Aber mal ehrlich, es sind die Momente, in denen man nicht über Geologie oder Erdgeschichte nachdenkt, sondern einfach den Ausblick genießt. Doch nun zurück zum Flughafen. Wir kamen zum Südrand der Schlucht. Dabei wandelten wir auf den Spuren des berühmten Asienforschers Sven Hedin, der sich 1923 am Grand Canyon einige Zeit als Tourist aufhielt. Er meinte: Wenn man all diese wilde, überwältigende Schönheit zu schildern versucht, hat man stets das Gefühl erfolglosen Unterfangens. Man fühlt die Unzulänglichkeit der Ausdrucksmittel, man findet nicht die rechten Worte, man sucht immer wieder vergebens nach ihnen und greift ins Leere. Das konnten wir nachvollziehen. Sven Hedin schnappte einige Bemerkungen von Touristen auf, die er in seinem Buch zum Besten gab. Wie die vornehme Dame aus den Salons von New York, die mit blasiertem Dünkel sagte: Is that all? Ist das alles? Oder die Miss, die das große Rätsel zu der flüchtigen Bemerkung vereinfachte: Isn't it cute? Ist das aber nett? Oder der protzige Millionär, der an Gummischuhen oder Kaugummi reich geworden war und ausrief: What a hell of a gash! Was für eine verteufelte Schramme! Direkt am Hang befindet sich das Haus der Brüder Kolb. Sie machten sich einen Namen als Fotografen des Canyons. Im Haus gab es eine kleine Ausstellung über ihr Leben. Das Hotel El Tovar. Hier übernachtete einst unser Asienforscher. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts sah es so aus. Das Hotel ist auch heute noch beliebt. Gleich neben dem Hotel steht das Hopi-Haus. Es wurde im Stil der Pueblo-Architektur 1905 errichtet und zeigt eine Ausstellung über das Kunsthandwerk der Ureinwohner. Vor 100 Jahren wohnten sogar einige Hopi hier und führten Tänze für Touristen vor. Stephen Mava, dem ersten Direktor des National Park Service, ist ein besonders schöner Aussichtspunkt gewidmet. Wir konnten uns kaum losreißen. Sven Hedin überlegte seinerzeit, eine Münze in den Canyon zu werfen, um wiederzukommen, meinte allerdings, dass er ja nicht von Menschen erbaut und damit vermutlich nicht bestechlich sei. Wir trösteten uns damit, dass noch weitere tolle Nationalparks auf uns warteten. Monument Valley. Diese Felsformationen sind echte Filmstars. Sie waren schon in mehr Western zu sehen als Clint Eastwood und gehören zum Gebiet der Navajos, die es Felsen, zwischen denen das Tal liegt, nennen. Wir hatten eine Jeep-Tour gebucht. Abhängig vom Sonnenlicht erscheinen Wüste und Felsen in Braun, Orange und Kupfertönen.
Wir genossen den Zauber der Sandsteinmonolithe. Die Felsen haben eigene Namen, wie beispielsweise der Westmitten Butte. Unser Fahrer vom Navajo-Stamm hatte Spaß daran, uns unterwegs Gesänge beizubringen. Heya, 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 heya. Heya, 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 heya. Heya, 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 heya. Heya, 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 heya. Heya, hey. Dann wollte er gern etwas von uns hören. Oh boy, als Mann, darauf kommt mir's gar nicht auf das Schießen an, denn ich weiß, dass du ein Cowboy küssen kann. Ich will den Cowboy als Mann. Na, uns war eben auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen. Satte Touristen sind gute Touristen, also machten wir einen längeren Halt für das Mittagessen. Auch hier gab es Gelegenheiten für schöne Aufnahmen. In der Ferne sahen wir die Felsgruppe der spirituellen Götter der Navajo und rechts den Totempfahl. Und noch ein Fotostopp. Hier erwartete uns ein toller Rundumblick. Wir verließen Monument Valley. Ein weiteres Highlight auf dem Gebiet der Navajos ist der Antelope Canyon. Also es ist kein Rundweg, sondern nur rein. Ja, man geht rein, man geht nach unten und dann geht man in ein Tal rein, kommt man wieder raus, dann geht man in ein anderes Tal rein, kommt man wieder raus. Doch zuerst fuhren wir ein Stück mit dem Kleinbus. Vor der eigentlichen Besichtigung gab es von unserer Führerin Erläuterungen zur Entstehung. Water, the rain. See, it's just like this, the rotation. See, that's why these walls are in layers like this. Okay, see, it's just a rotation like this. This is like baking a cookie. Okay, it's just like baking a cookie. During the summertime, it goes over 100, and then it bakes, and then it rains on it again, and then the wind covers it. So this is, and then the wind comes back and cleans around it. This is how the Monument Valley, the canyon is. See how layered they are? See the layers? So. Das schmale Schluchtlabyrinth ist ein Meisterwerk der Natur. Je nach Lichteinfall schimmert es in rosa, orange, braun oder lila Tönen. Fotografen aus aller Welt kommen hierher, um dieses himmlische Schauspiel festzuhalten.
Wir verließen die tolle Felsenschlucht. Von der Glen Canyon Brücke, die über den Colorado River führt, hat man einen guten Blick auf die Glen Canyon Staumauer. Sie wurde in den 1960er Jahren fertiggestellt. Wie meist bei solchen Projekten ging es um die Speicherung des in dieser trockenen Gegend wertvollen Wassers und die Erzeugung von Elektrizität. Der Damm staute den Colorado zum Lake Powell. Er ist 300 Kilometer lang. Der damit zweitgrößte Stausee der USA erfreut sich großer Beliebtheit bei Wassersportlern. Der See erhielt seinen Namen zu Ehren von John Wesley Powell, der 1869 mit 9 Männern zur ersten Colorado-Expedition aufbrach. Er schrieb damals: Es gab keinen Beweis dafür, dass jemals ein Mensch die Schluchten durchquert hatte und lebendig wieder herausgekommen war. Die Indianer, die in der Nähe lebten, hielten ein solches Kunststück für absurd. Trotz zahlreicher Entbehrungen war die Expedition tatsächlich erfolgreich und ging in die Geschichte ein. Den spektakulärsten Blick auf den Colorado wollten wir natürlich auch nicht verpassen. Das ist nämlich die Flussschleife namens Horseshoe Bend, auf Deutsch Hufeisenbiegung. Wind, Wasser und Sedimente formten über Millionen von Jahren diese markanten Kurven. Noch ein letzter Blick auf die fotogenste Stelle des Colorado, bevor wir uns auf den Weg zu den nächsten roten Felsen machten. Bei dieser zerklüfteten Landschaft handelt es sich also um den Bryce Canyon. Eigentlich ist es gar kein Canyon, sondern die Abbruchkante eines Hochplateaus, welches nicht durch einen Fluss, sondern durch Wind und Wetter Formen erhielt, die teilweise an Kleckerburgen erinnern. Wir wanderten den Queen's Garden Trail entlang. Eines der niedlichen Streifenhörnchen modelte für uns. Ebenezer Bryce, hier mit Ehefrau, nachdem diese Landschaft benannt wurde, hielt es für einen höllischen Ort, um eine Kuh zu verlieren. Er dachte da eben praktisch. Wir mussten zum Glück keine Kühe hüten, sondern nur die farbenfrohe Szenerie genießen. Las Vegas. Schon das Eingangsschild ist eine Attraktion, vor der jeder Tourist fotografiert werden möchte. Wir wohnten im Circus. Bekannter ist das Luxor, wobei Sphinx und Pyramiden eigentlich bei Kairo zu finden sind. Aber wollen wir mal nicht pingelig sein. Auch New York durfte nicht fehlen. Für Abenteuerfans gibt es das Treasure Island, die Schatzinsel. Ganz stilecht ankern davor Schiffe. Das MGM. Hier finden die Shows von David Copperfield statt. Fotos sind streng verboten.
Der goldene Löwe im Foyer war da großzügiger. Auch futuristische Bauten findet man in Las Vegas. Die leuchtende Kugel ist die Sphere, ein riesiges Kino. Wir leisteten uns die Vorstellung, eine Postkarte von der Welt. A magnificent symphony frozen in time. Der 18K-Film hatte uns beeindruckt. Auch im Innern der Sphere sind Lichteffekte Programm. Wieder zurück im romantischen Teil der Stadt. Ein Highlight ist das Venetien. Ja, so stellt man sich Venedig vor. Aber es ist tatsächlich ein Hotelkomplex, in dem sich auch ein Casino verbirgt. Dort sind Fotos unerwünscht. Für viele Amerikaner heute das Sündenbabel des Landes wurde Las Vegas 1855 übrigens von den Mormonen gegründet. Da wir im Casino nicht filmen durften, widmeten wir uns den kulturellen Nachbildungen. Noch ein Blick auf Rialtobrücke und Markusturm und weiter ging es durch die Hotels. Und dann kam die Polizei. Wir waren nicht sicher, was wir angestellt hatten. Vielleicht hatte er zu viele Mädels nachgeschaut? Wir flüchteten zum Riesenrad. 167 Meter hoch. Das sollte uns in Sicherheit bringen. Die nächtliche Aussicht auf die beleuchtete Sphere-Kugel und die vielen Hotels war einfach spektakulär. Wieder auf dem Boden der Tatsachen ging es zur Freeman Street. Hier tobt nachts das Leben. Wir hatten noch nicht genug. Das Bikini-Bullenreiten hatte uns neugierig gemacht. Gut durchgehalten. Da kann einem schon mal schwindelig werden. Nach so viel Aufregung noch ein paar entspannte Blicke auf den Eiffelturm. Vor dem Bellagio tanzten die Wasserfontänen in den Abendhimmel. Ein schöner Abschluss eines aufregenden Tages. Das Death Valley, das Tal des Todes, ist die heißeste und trockenste Region Nordamerikas. Die Ureinwohner nannten es Tomesha, brennendes Land. Einige Pflanzen halten hier trotzdem durch, auch wenn nicht alle überleben.
Interessant wurde die Gegend erst, als hier Borax entdeckt wurde. Das Museum zeigt vor allem Bergbaumaschinen. Borax wird zur Herstellung von Waschputz und Desinfektionsmitteln sowie als Flussmittel beim Schweißen und Löten genutzt. Wir spazierten auf den Zabriskie Point, der mitten in einer zerklüfteten Felslandschaft liegt und neue Motive der Wüste bot. Nahe dieser unwirtlichen Gegend sollen 1947 Außerirdische gelandet sein. Aber kein Wunder, dass man keine Spuren mehr findet. Nach der ersten Begeisterung sind wohl einige an Hitzschlag gestorben und der Rest hat sich schnell wieder aus dem Staub gemacht. Area 51 ist trotzdem beliebt bei UFO-Fans. Es gibt sogar ein Alien Center. Doch warum werden Außerirdische oft grün dargestellt? Möglicherweise basiert dies auf einer Überlieferung aus dem 12. Jahrhundert. 2 Kinder mit grünlicher Hautfarbe irrten durch England. Sie trafen auf den Ort Woolpit. Ihr Aussehen und ihre merkwürdige unbekannte Sprache ließen sie wohl wie Außerirdische erscheinen. Bald darauf starb der Junge. Vermutlich litten beide einfach an Eisenmangel und Unterernährung. Zu wenige und zu kleine rote Blutkörperchen können zu einer grünlichen Hautfarbe führen. Den Kuscheltieren ging es trotzdem gut. Wir verließen Area 51 und machten uns auf den Weg in grünere Gegenden. Hätten die Aliens diesen Landeplatz gewählt, wären sie wohl geblieben. Ein Shuttlebus brachte uns zum Highlight des Nationalparks. Der Mariposa Grove ist der größte Mammutbaumhain im Yosemite Nationalpark. Über 500 Riesenmammutbäume sollen hier stehen. Tatsächlich gelten sie als die größten Lebewesen der Erde. Der höchste bekannte Baum dieser Art ist 95 Meter hoch. Anfang des 19. Jahrhunderts war das Holz so beliebt, dass beinahe nicht mehr viel von den Wäldern übrig geblieben wäre. Präsident Abraham Lincoln stellte sie daher 1864, noch während des Bürgerkrieges, unter staatlichen Schutz. Die Bäume sind nicht nur dick, sondern auch recht widerstandsfähig. Ihre Rinde schützt sie vor leichteren Waldbränden. Sie haben also nicht nur Kriege und die Erfindung des Internets überlebt, sondern auch Flammen. Die Samen brauchen sogar starke Hitze, damit sie aus den Zapfen fallen. Blitzschlag, Pilzbefall oder zu lange Trockenheit können allerdings auch den stärksten Baum umhauen. Das ist der gefallene Monarch. Ja, die Bäume haben Namen. Die Wurzeln der Riesen sind eher flach und ein beliebtes Fotomotiv. Die westliche Azalee blühte gerade, ein Rhododendron-Gewächs. An einem Aussichtspunkt gab es ein Modell des Yosemite-Tals. Und hier standen wir gerade. Alles überragt der Granitfelsen El Capitan. In der Ferne die Silhouette des Half Dome und rechts der Bridalveil Fall. Unsere Wanderung sollte uns jedoch zu den Yosemite Falls führen. Dieser Künstler sah darin schon mal ein gutes Motiv. Die Yosemite Falls bestehen aus mehreren Stufen und gehören zu den höchsten der Welt.
Klar, dass sie ein Besuchermagnet sind. Der Naturforscher John Muir verbrachte viele Jahre seines Lebens hier. 1903 lud er den Präsidenten Theodore Roosevelt zu einem Campingausflug ein und überzeugte ihn erfolgreich von der Bedeutung des Naturschutzes. Fasziniert von der Schönheit des Yosemite erhöhte er dessen Schutz und gründete noch weitere Nationalparks in den USA. Der Yosemite wurde 1984 sogar in die Liste des UNESCO-Weltnaturerbes aufgenommen. Monterey ist ein hübscher Ort an der Pazifikküste. Auf den vorgelagerten Felsen saßen Kormorane und sonnten ihr Gefieder. Sicher finden sie ja kleine Fische, ihre Lieblingsspeise. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts gab es auch viele Sardinen, die in den Netzen der Fischer und in den Konservenfabriken landeten. Das wäre nicht spektakulär, wenn nicht der Literaturnobelpreisträger John Steinbeck mal hier gewohnt und dem Ort in seinem Roman Cannery Row, in der deutschen Version Die Straße der Ölsardinen, ein Denkmal gesetzt hätte. Hier wird an jeder Ecke daran erinnert. Doch worum geht es in dem Roman? Die einfachen Leute stehen im Mittelpunkt. Es sind Fischer und Arbeiter. Alle besuchen den Laden des Chinesen Li Chong. Ein Bordell gibt es auch, das bei einer Grippewelle schon mal zur Krankenstation wird. Organisiert vom Biologen Doc, der sonst Meerestiere für Forschungsinstitute sammelt. Sein Zuhause ist gleichzeitig ein Laboratorium. Doc wird von allen gemocht. Eine Clique von Spitzbuben möchte ihm eine Freude machen und plant eine Party für ihn. Und wie das ausgeht, wird hier nicht verraten. Das Cannery Row Monument zeigt einige Charaktere aus dem Roman. Laut Steinbeck Huren, Hurensöhne, Kuppler, Stromer und Spieler, mit einem Wort Menschen. Vorbild für den Biologen war Ed Ricketts, der einst in diesem Holzhaus wohnte und mit dem damals noch unbekannten Steinbeck befreundet war. Ob er den Roman mochte, ist nicht bekannt. Für einen Besuch des Monterey Bay Aquariums war die Zeit leider zu knapp und das Wetter zu schön. Das Häusermeer von San Francisco. Einst ein kleiner spanischer Missions- und Militärstützpunkt, stieg die Bevölkerung ab 1848 mit dem Goldrausch stark an. Die Gegend ist allerdings sehr hügelig. Ein Gefälle von 27% hat die Lombard Street. Um sie besser befahrbar zu machen, wurden viele Kurven gebaut. Zudem hübsch bepflanzt ist die Straße heute eine Sehenswürdigkeit. Wir spazierten durch den Alamo Square Park. Am Rand stehen die Painted Ladies, eine Reihe kleiner viktorianischer Häuser vom Ende des 19. Jahrhunderts. Ein imposantes Gebäude ist das Rathaus von San Francisco. Es hat die 5. größte Kuppel der Welt. In dieser Kulisse hatte offenbar gerade eine Trauung stattgefunden. Wir machten einen Stopp im Zentrum des Golden Gate Parks. Er wurde 1870 angelegt und zählt zu den größten innerstädtischen Parks der Welt. In den USA ist eben alles etwas größer. Direkt am Park steht das De Young Museum aus Kupfer, entworfen von Herzog und de Meuron. Nun, der Glasbau der gleichen Architekten in Cottbus ist meiner Meinung nach besser gelungen. Die Golden Gate Bridge ist natürlich das Wahrzeichen von San Francisco.
Bei ihrer Eröffnung 1937 war sie, und hier mal wieder eine Superlative, mit 2737 Metern die längste Hängebrücke der Welt. Inzwischen ist sie auf Platz 15 abgerutscht. Ursprünglich war ein grauer Anstrich geplant, aber das Orange der Rostschutzfarbe gefiel den Anwohnern so gut, dass man sie nicht überstrich. Mit einem flotten Schritt erwanderten wir die lange Brücke. Diese kleine Insel ist übrigens Alcatraz. Die Statue Lone Sailor ist allen Seestreitkräften gewidmet und symbolisiert den letzten Blick der Seemänner auf die Küste Amerikas, bevor sie den Dienst für ihr Land antreten. Die Cable Cars, die Kabelstraßenbahn, ist eine weitere Attraktion von San Francisco. Wir besuchten das Museum, welches gleichzeitig die Antriebsstation ist. Hier erfuhren wir einiges über die Geschichte. Andrew Smith Halliday erfand dieses System, bei dem die Wagen von einem stetig umlaufenden Seil gezogen werden, sobald sie sich mit diesem verbinden. Bei den vorher verwendeten Pferdewagen gab es aufgrund der starken Steigungen leider viele Unfälle. Inzwischen sind jedoch nur noch 3 Linien in Betrieb. Man hat jetzt eigentlich noch ausreichend Wagen und Unterteilen und so weiter, damit man die immer wieder reparieren und behalten kann. Wir wollten natürlich unbedingt Cable Car fahren. Next stop, Grant Avenue, Chinatown. In Chinatown zeigte sich die Stadt von einer ganz anderen Seite, geprägt durch die asiatischen Einwohner. Hier steht auch eine Fabrik für Glückskekse. Die Idee basiert vermutlich auf einer japanischen Tradition und startete von Kalifornien aus ihren Siegeszug um die Welt. Unser Bus brachte uns zum Hafenviertel. Das Straßenleben ist hier bunt. Außer Autos sind auch E-Roller und Fahrradfahrer unterwegs, die man in anderen US-amerikanischen Städten sonst kaum zu sehen bekommt. Das gilt auch für die selbstfahrenden Taxis. Richtig gehört, automatisch, ganz ohne Fahrer. Und Mutti kauft dir gesunde Naschereien statt Fastfood. Das ist eben San Francisco. Pier 39 war einfach der perfekte Ort, um diesen wunderschönen Tag ausklingen zu lassen und die maritime Atmosphäre zu genießen. Man kann von hier gut die berühmte Gefängnisinsel sehen und im Shop unzählige makabre Souvenirs erwerben. Auch sonst ist Pier 39 berühmt für seine einzigartige Mischung aus Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltung. Das wohl größte Highlight und der Grund, warum viele Besucher den Pier aufsuchen, sind die kalifornischen Seelöwen.
Seit den späten 1980er Jahren haben sie sich auf den schwimmenden Holzstegen an der Westseite des Piers niedergelassen. Damit endete unsere Busreise durch den Westen der USA.